Hallo meine Lieben, ich möchte die Erdbeersaison ja so richtig ausnutzen, deswegen gab es jetzt auch schon ein paar Erdbeerrezepte und heute gibt es auch eins, und zwar ein schnelles No-Bake-Erdbeerdessert. Und dafür fange ich jetzt auch direkt an, gar nicht lang drum herum quatschen. Hier habe ich meine kalte Schlagsahne, alle ganz genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Hier habe ich meine kalte Schlagsahne. Es ist natürlich immer gut, wenn die Schlagsahne kalt, ganz frisch aus dem Kühlschrank kommt, nicht 10 Minuten stehen lassen und dann erst schlagen. Und was ich auch immer mache, das sage ich euch immer gerne öfter auch als Tipp, ich gebe die Schüssel in den Kühlschrank für 10 Minuten und den Schneebesen aufsetzen. Dann kann euch nichts mehr schief gehen beim Aufschlagen von Sahne. So, ich lasse das jetzt steif schlagen, 1 Minute lang, lasse dann Sahne fest einrieseln und dann ungefähr noch eine halbe Minute und dann ist es richtig schön steif. So, unsere Sahne ist jetzt steif, die kommt ganz kurz an die Seite und weiter geht's mit den nächsten Zutaten. Ich habe jetzt hier Mascarpone, weil ich finde, die gibt nochmal so ein richtig schönes Mundgefühl und ist sehr, sehr cremig. Deswegen gebe ich jetzt Mascarpone in meine Schüssel. Und um das Ganze so ein bisschen aufzulockern und damit es auch nicht so schwer im Magen liegt, möchte ich das mit ein bisschen Quark verrühren. Und ich finde Quark, Mascarpone und Sahne, hallo? Wird wahr gesprochen, Quark. Quark, Mascarpone und Sahne, das ist für mich ein schönes Trio. Ja. Quark. So, da geben wir noch Puderzucker für die Süße dazu und Vanilleextrakt für den Geschmack. Und anschließend ca. 30 Sekunden lang mit dem Schneebesen verrühren, damit es schön cremig wird. Und dann heben wir die Sahne unter und dann nehmt ihr euch am besten einen Teigschaber. So, fertig ist die Creme. Wie lange haben wir jetzt gebraucht für alles, Hamza? 4 Stunden? Ja, okay, Viertelstunde. Komm. 3 Minuten? Was? 3 Minuten? Ja, ich weiß nicht, ich habe alles Okay, ja, Hamza filmt und so und dieses, ja, rück mal die Schüssel nach links und so, das dürfen wir nicht mitzählen. Okay, ihr zu Hause habt bis zu diesem Schritt 3 Minuten gebraucht. Ach so, jetzt verstehe ich das. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt wird einfach nur noch geschichtet, Leute. Das ist so easy. Ich habe jetzt meinen Backrahmen hier eingestellt auf 25 x 25 cm. Und jetzt habe ich hier, ich glaube, die nennt man Biskuitzungen. Auf jeden Fall habe ich... Katzen. Nee, Katzenzungen sind wieder anders. Die mag ich aber auch gerne. Biskuitzungen. Ihr könntet auch Löffelbiskuits oder eure Lieblingskekse nehmen. Wichtig ist, dass ihr sie jetzt in Milch tunkt, damit sie ja, halt ein bisschen weich werden. Die werden zwar auch durch die Creme nach der Kühlzeit weich, aber sie brauchen doch, also wirklich nur eine Sekunde. So 1 rausnehmen, abtropfen lassen und dann hier auf den Boden geben. Und dann werde ich gleich einfach nur die Hälfte der Creme drauf verstreichen. So, jetzt habe ich die erste Hälfte der Creme glatt verstrichen und jetzt machen wir eigentlich wieder das Gleiche. Das heißt wieder die, wie hießen jetzt nochmal? Die Zungenbiskuits in Milch tunken, eine ganze Schicht voll machen und dann die restliche Creme darüber geben. So, und ihr könnt jetzt bei meiner Spezialpalette 2.0 nicht nur hier vorne die Spitze zum Verstreichen benutzen. Das heißt, ihr könnt nicht nur hier in die Ecken ran, sondern ihr nehmt auch jetzt hier den 90-Grad-Winkel und könnt dann mit der Seite ebenfalls verstreichen. So, als nächstes schneiden wir frische Erdbeeren. Also ich viertel sie, ihr könnt sie aber auch nur einmal halbieren, ganz wie ihr möchtet. Und gebt das jetzt auf die Oberfläche und gleich kommt noch ein Tortenguss, den zeige ich euch aber gleich am Herd.
So, die Erdbeeren sind drauf und das sieht jetzt so auch schon richtig schick aus. Aber ich mache auf jeden Fall einen Tortenguss drauf, weil erstens schmeckt er mir einfach und zweitens ist die Torte somit ein bisschen länger haltbar. Weil wenn ihr die Erdbeeren anschneidet, dann sind sie ganz schnell nicht mehr haltbar. Dann muss man das sofort essen und so bleibt die Torte kühl gelagert 3 Tage lang haltbar. Das heißt im Umkehrschluss, ihr könnt sie auch einen Tag zum Beispiel vorher vorbereiten. Da kommt die Frage nämlich auch immer ganz oft. So, für den Tortenguss benötigen wir Sauerkirschsaft. Einfach deswegen, weil der rot ist und ich möchte gerne einen roten Tortenguss. Und da gebe ich jetzt eine Packung Agatine rein, das entspricht 10 Gramm. Einmal reinrühren, Klümpchen frei und dann den Herd einschalten und das Ganze 2 Minuten lang sprudelnd kochen. Und dann fängt es nämlich nach dem Kühlen an zu gelieren. Man aktiviert es quasi durch dieses 2 Minuten lang sprudelnd kochen lassen. So, nach den 2 Minuten habe ich das Ganze auch noch mal 10 Minuten stehen lassen, damit ich das jetzt nicht ganz so heiß auf meine Erdbeeren gebe. Genau, ansonsten müsst ihr nichts beachten. Ich nehme jetzt einfach einen Löffel und gebe das vorsichtig drüber und anschließend kommt das zum Kühlen in den Kühlschrank. So, und jetzt ab in den Kühlschrank damit für mindestens 1 Stunde. Besser sind 2, dann kann noch mal alles schön fest werden. Alles zieht schön in die Zungenbiskuits ein, die Tortenglasur wird fest und alles wird einfach optimal zum Vernaschen. Und ich denke, dass euch dieses Rezept auch sehr gut gefällt, weil es einem praktisch ist, anfängerfreundlich, wenige Zutaten und rucki zucki nach dem Backen dann einfach den Backformlöser nehmen und den Backrahmen entfernen. Und dann könnt ihr euch das in beliebig große Stücke einteilen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachmachen. Hinterlasst diesem Video ein Däumchen nach oben. Ein Däumchen nach oben und ein kostenloses Abo. Guter Einsatz immer hinter der Kamera, gefällt mir. So, und heute bin ich konzentriert. ja, mega konzentriert sogar. So, euch jetzt ganz viel Freude beim Nachmachen und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder hier auf Kikis Kitchen. Tschüss. Eure Kiki. Eure Kiki.